Man sagt so schön, Geld regiert die Welt. Daran werden nur wenige etwas auszusetzen haben. Doch wer regiert das Geld? In der Finanzwelt passiert seit Jahren etwas Besorgniserregendes. Ein Finanzkonzern, der Kontrolle über mehr Geld besitzt, als man sich überhaupt vorstellen kann. BlackRock. Der Gründer wird oft als der mächtigste Mann der Welt bezeichnet. Dabei wissen die meisten nicht einmal, wer er ist. Der 1952 in Los Angeles geborene Lawrence Douglas Fink stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Mutter war Professorin in Englisch und sein Vater besaß ein Schuhgeschäft. Nach seinem MBA-Abschluss mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft fing er als Trader bei der Bank First Boston an der Wall Street an. Dort lernt er das Handwerk des Finanzgeschäfts, wenn man das überhaupt so nennen darf, denn er gilt als Miterfinder der Hypothekenpapiere. Diese trugen maßgeblich zur Finanzkrise 2008 bei. In der Führungsebene machte er eine falsche Zinsvorhersage, wodurch ein Verlust von $100 Millionen entstand. Dadurch nicht demotiviert, schlägt er einen neuen Weg ein. Zusammen mit Kollegen aus First Boston gründete er 1988 BlackRock. Zuerst war BlackRock eine interne Finanzmanagementgruppe von Blackstone Group unter dem Namen Blackstone Financial Management. Ende 1994 verwaltete die Firma schon 53 Milliarden US-Dollar. Im selben Jahr wurden sie von Blackstone für 240 Millionen US-Dollar verkauft und der Name BlackRock entstand. Was macht BlackRock genau? Im realen Sektor geht es um reale Güter, die produziert, verkauft und konsumiert werden. In der Finanzwirtschaft dagegen spekuliert man, indem man Anteile an einem Unternehmen kauft oder verkauft. Der Handel besteht darin, dass der Wert der Aktie steigen oder sinken kann. Bis 1980 war die Realwirtschaft der Finanzwirtschaft um 2:1 überlegen. Heute sind die Summen in der Finanzwirtschaft rund 4-mal so groß wie die in der Realwirtschaft. Schon an dieser Stelle sollte man sich Gedanken machen. Es ist wie ein Spiel. Mit unfassbaren Summen wird an der Börse gehandelt. Aktien oder andere Wertpapiere werden gekauft oder verkauft. Dabei gibt es institutionelle Anleger, die ein großes Gewicht haben und laut einigen Meinungen eine Gefährdung des Wettbewerbs darstellen. Denn sie verwalten nicht nur ihr eigenes Geld, sondern auch Fremdkapital, also das Geld der Kunden, zum Beispiel Vermögensverwalter, Staatsfonds, Versicherungen, Kreditinstitute, Stiftungen etc. Sie entscheiden je nach Zweck, wo sie das Geld anlegen. BlackRock ist ein solcher institutioneller Anleger, genauer gesagt ein Vermögensverwalter. Noch genauer gesagt, der größte der Welt. Der Name scheint passend und klingt wie eine Ansage. Zu Recht. BlackRock verwaltet heute mehr als 8,6 Billionen US-Dollar. Das sind 8.600 Milliarden. Vor rund einem Jahr waren es rund 10 Billionen. Niemand auf der Welt besitzt so viel Kapital. Wenn BlackRock ein Land wäre, wäre er die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Rund um die Erde zieht der Gigant Geld an, um es gewinnbringend anzulegen. Die Kundschaft besteht aus Zentralbanken, Versicherungen, Stiftungen, Pensionskassen und superreichen Privatanlegern. Keine andere Firma besitzt einen solchen Einblick in die globale Finanzwelt. BlackRock ist zudem Großaktionär bei tausenden Unternehmen. Es gibt kaum ein Unternehmen, in das nicht investiert wird. 2015 waren sie zum Beispiel größter Einzelaktionär bei Apple, Bank of America, Citibank, Nestle oder McDonald's. Auch in Deutschland ist die Macht gewaltig zu spüren. BlackRock ist an fast allen DAX-Unternehmen beteiligt, bei einem großen Teil sogar als größter Anteilseigner. Ein Zeichen für die Macht zeigen die Briefe an die CEOs aller Unternehmen, an denen er Anteile besitzt. In den letzten Briefen waren der Klimawandel oder die Corona-Pandemie Thema. Trotz dieser ganzen Fakten stellt BlackRock ein ziemlich stilles Wasser dar. In der Öffentlichkeit wird die Macht gerne heruntergespielt. Larry Finks Privatvermögen beträgt laut Forbes nur 1 Milliarde. Seine Machtposition ist weitaus größer als diese nackte Zahl. Insider behaupten, er sei mächtiger als der amerikanische Präsident.
Solche in der Öffentlichkeit genannten Zahlen sind immer mit größter Vorsicht zu genießen. Ist dir das alles noch nicht verrückt genug? Der ganze Reichtum wird quasi von einem Roboter kontrolliert. Wir kommen zur möglicherweise mächtigsten Software der Welt. Die Software Aladdin ist seit 1988 entwickelt und analysiert mithilfe von künstlicher Intelligenz Risiken, um über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu entscheiden. Es hilft BlackRock dabei, die immensen Geldsummen zu verwalten. Das System läuft auf vielen tausend Großrechnern. Dabei kauft oder verkauft das Programm selbst nicht. Es gibt nur Vorhersagen aus, die auf Basis von einer ausgiebigen Analyse entstehen. Diese Vorhersagen werden verkauft. Doch welche Informationen sind bei der Analyse von Bedeutung? Eine neue Technologie wird entwickelt. Ein neues Gesetz wird geschrieben. Eine Naturkatastrophe. Alles könnte Einfluss haben. Daher wird das System mit riesigen historischen Daten gefüttert. Wetter, Aktienkurse, Wechselkurse, Ölpreise, Gesetze, politische Entscheidungen, alles was von Belang sein könnte. Diese ganzen Parameter werden betrachtet und eine Vorhersage entsteht. Man spricht von 200 Millionen Kalkulationen pro Woche. Stellt euch diese unfassbare Leistungsfähigkeit nur vor. Wie genau die Computer auf die Ergebnisse kommen, ist für die Manager gar nicht mehr nachvollziehbar. In Zukunft sollen noch mehr Parameter betrachtet werden. Social-Media-Aktivitäten, Aufnahmen von Überwachungskameras, Internetsuchbegriffe, sofern Datensammler wie Facebook, Apple etc. kooperieren. Wie lange kann diese Entwicklung aber gut gehen? Erwartet uns erneut eine Krise? Zumindest bringt diese Entwicklung ein Risiko für das System mit. BlackRock wird immer größer und beeinflusst immer mehr Investments. Die Prognosen von Aladdin könnten sich irgendwann selbst erfüllen. Denn die Prognosen beeinflussen das Verhalten der Akteure und könnten die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Szenarien erhöhen. Denn ob ein Kurs fällt oder steigt, hängt vom Kaufverhalten der Akteure ab. Wird also vorhergesagt, dass eine Aktie fällt, wollen andere Akteure die Verluste minimieren und verkaufen die Aktie. Die Aktie fällt tatsächlich, auch wenn vielleicht ursprünglich die Vorhersage von Aladdin falsch war. Zahlreiche Finanzministerien und Banken, darunter die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bank, arbeiten seit der Finanzkrise mit BlackRock zusammen. BlackRock selbst ist keine Bank, verwaltet aber mehr Geld als die Banken, unterliegt aber nicht der Bankregulierung. Darüber hinaus kann sie nicht Geld von den Zentralbanken ausleihen oder selbst Geld schöpfen, wie man so schön sagt. Sie kann also kein Buchgeld schaffen. Eine solche Organisation bezeichnet man auch als Schattenbank. Es gibt wohl kaum Menschen mehr, die davor bewahrt bleiben, etwas zu tun, wo BlackRock seine Anteile hat. Das ist unglaublich, aber wahr, weil es kaum ein Unternehmen gibt, an dem BlackRock nicht irgendwie beteiligt ist. An BMW, Mercedes, Adidas, Pro7, an den Energiekonzernen E.ON und RWE, an der Lufthansa, Telekom, Bayer, an der Deutschen Bank und der Allianz, am deutschen Software-Riesen SAP oder am Nivea-Hersteller Beiersdorf. Selbst an den Wohnungen, in denen viele Menschen in Deutschland leben, ist BlackRock beteiligt. Erinnert ihr euch noch an nichts besitzen, aber glücklich sein? Wieso ist so etwas überhaupt möglich? Das Geschäftsmodell ist typisch kapitalistisch. Das Vermögen der Kunden soll vermehrt werden. BlackRock ist vielleicht wie ein Virus, der sich verbreitet in einem kapitalistischen System, das scheinbar gehackt werden kann. Dem Virus darf sein Handeln nicht vorgeworfen werden. Es liegt in seiner Natur. Der große schwarze Berg ist somit der Kapitalismus.